Servus zurück oder Servus, falls du neu hier bist. Heute mal wieder ein kleines Update zu diversen Dingen, wie zum Beispiel Infinity N5, Flames of War, Helldivers 2, War Machine oder auch andere Dinge. Und ich hätte daher gesagt, wir legen gleich mal los. Und zwar erster Punkt, Infinity bzw. Infinity N5. Ich habe ja schon mal in der Vergangenheit vor einer ganzen Weile Infinity Content hier auf dem Kanal gebracht, wird jetzt wieder zurückkommen. Ganz einfach, ich habe Bock auf das System. Das ist eigentlich das Tabletop-Spielsystem, das mich am meisten interessiert. In der Vergangenheit ist halt ganz einfach sehr wenig Neues gekommen oder nichts Neues von mir hier gekommen, weil ich da einfach ein bisschen rausgerutscht bin. Aber eben jetzt durch den Start von N5 bin ich hier wieder sehr motiviert, was zu machen, auch wenn das Ganze bedeutet, eben vielleicht gar nicht selbst so viel zum Spielen zu kommen, weil mir hier ein bisschen die Mitspieler aktuell fehlen. Aber mal schauen, wo das Ganze hinführt und was wir hier in nächster Zeit vielleicht auch noch so machen können, denn ich bin hier auch gerade ein bisschen in Kontakt mit Corvus Belli. Auf alle Fälle wird dich hier ein bisschen mehr erwarten wieder in Zukunft und vor allem auch regelmäßiger. Anderes Thema, das hier auch aktuell war, ja die letzten Wochen, das Thema Flames of War. Da ist auch ein bisschen was passiert. Ich habe hier angefangen, meine Italiener weiterzumachen. Erstes Infanterieplatoon gebaut, hier mal ein Stand davon, natürlich noch nichts bemalt, wird aber in nächster Zeit mal passieren. Vor allem, dass jetzt wärmer wird, geht es mal darum, die Figuren zu grundieren und dann mit der Bemalung zu starten. Da habe ich auch vor, das Ganze hier weiter auf dem Kanal auch zu dokumentieren und hier auch eine Mischung zu machen. Einerseits ein Projekt, Update, Video, Serie, irgendwas in die Richtung und auf der anderen Seite aber auch Videos in Richtung Flames of War anfangen und generell aufbauen, auch der Italiener bei Flames of War. Das eben mal in diese Richtung, was hier zu erwarten ist in nächster Zeit bei Flames of War. Ein anderes Thema, das auch schon in der Vergangenheit immer mal wieder aufkam, das Thema Tabletop-Apps. Hier passiert ja im Hintergrund doch immer ein bisschen was. Auch das möchte ich hier jetzt wieder ein bisschen mit Updates regelmäßiger auf dem Kanal bringen. Vor allem, was ich hier machen möchte, ist das Ganze eben ein bisschen community-bezogener auch zu betrachten und aufzubauen, also mit dir zusammen, hier gerne mit Updates, die du mir eben schicken kannst und Feedback gibst. Dazu gibt es auch in der Videobeschreibung einen kleinen Link, beziehungsweise dann auch in einem angepinnten Kommentar unter dem Video. Dort kannst du dich zum Newsletter anmelden. Und dort werde ich in erster Linie Leute dann einladen, um dann eben die App mal zu testen, sobald die im Store verfügbar ist und dann eben auch hier darüber dann zu kommunizieren, wenn es hier Neuigkeiten zum Hobby auf dem Kanal gibt oder eben auch was dieses Entwickeln von Apps für das Tabletop-Hobby betrifft. Das wird eben hier auch in nächster Zeit wieder etwas häufiger werden. Ein Thema, das mich besonders jetzt interessiert, beziehungsweise das ich besonders toll finde, das hier jetzt sagen zu können, ist eben, dass ich in Kontakt stehe mit Steamforged Games und dazu eben ein paar Informationen hier teilen möchte. Eine Information allgemein, wie gesagt, ich stehe mit ihnen in Kontakt, habe ja in der Vergangenheit ein bisschen was zu War Machine auch gemacht, ein, zwei Videos auf dem Kanal, ist aber eines der Spielsysteme, die mich ebenfalls sehr interessiert. Und ich finde es da schade, dass das Ganze nicht so richtig in Fahrt kommt, vor allem auch hier anscheinend bei uns im deutschsprachigen Raum überhaupt nicht. Natürlich auch damit verbunden, dass aktuell mit diesen ganzen Veränderungen von Privateer Press zu Steamforged Games und mit der Verfügbarkeit das Ganze recht schwierig ist. Aber vielleicht ergibt sich hier ja etwas jetzt in naher Zukunft, weil wie gesagt stehe ich mit Steamforged Games hier ein bisschen in Kontakt, dass man hier vielleicht ein bisschen mehr dann machen kann und aufbauen könnte. Ich habe hier auf alle Fälle Bock, was zu tun zur aktuellen Zwei-Spieler-Starter-Box mit Kador und Sygna oder eben auch mit der neuen Box, die ja auch kürzlich erschienen ist. Aber davon ist ja bei uns aktuell nichts irgendwie verfügbar, finde ich schade. Aber vielleicht habe ich hier bald mal die Möglichkeit, anderweitig an eine dieser Boxen ranzukommen und generell etwas zu War Machine regelmäßig hier auf dem Kanal zu bringen. Und das bringt mich auch gleich zur zweiten News, was
Steamforged Games betrifft. Denn die haben jetzt angekündigt vor wenigen Tagen oder ich glaube sogar offiziell gestern, dass ein Boardgame für Helldivers 2 kommen soll. Ich habe das Spiel selbst nur ein bisschen beobachtet, weil ich jetzt nicht so der Gamer bin, finde es aber sehr, sehr interessant und ich bin da auch ein bisschen gespannt, was hier in diese Boardgame-Richtung hier zu Helldivers 2 kommt. Ob ich mir hier in diese Boardgame-Richtung mehr anschauen werde, kann ich noch nicht sagen. Ich wollte es hier eben erwähnt haben, eben aufgrund auch dieser Zusammenarbeit, da ich jetzt eben wesentlich mehr Updates auch regelmäßig bekomme zu dem, was hier bei Steamforged Games eben passiert. Und daher wollte ich diese Info hier einfach mit euch teilen. Vielleicht gibt es den einen oder anderen hier, den eben auch Boardgames interessieren und der sich dann in diesem Zusammenhang vielleicht auch für das Helldivers 2 Boardgame interessiert. Und ein weiterer Punkt betrifft jetzt noch Karnevale. Da habe ich ja auch beim letzten Tabletop-Update-Video darüber gesprochen, dass ich eben wieder mal ein Spiel hatte nach langer Zeit. Und hier würde es mich auch mal interessieren, ob ihr euch für dieses Spiel interessiert, beziehungsweise ob es hier eben auch Spieler gibt, die Karnevale spielen und daher dieses Spielsystem etwas interessanter hier in der Community ist. Ich persönlich werde es durchaus auch ein bisschen weiter behandeln auf dem Kanal, vielleicht auch etwas mehr als in der Vergangenheit, weil es ja doch ein Skirmish-Tabletop ist und man daher recht schnell Sachen fertig bekommt. Was ich mir hier gedacht habe, ist vielleicht eine Serie zu machen in diesem ganzen Skirmish-Umfeld, dass man eben sagt, vielleicht eine Spielplatte aufzubauen oder nicht unbedingt eine Spielplatte, aber eben Gelände in seiner Gesamtheit, um hier dann einfach etwas zu haben mit genug Gelände für verschiedene Spielsysteme, wie eben Karnevale oder auch Freebooters Fate, die dann durchaus mit dem gleichen Gelände ein bisschen arbeiten können. Das wäre vielleicht auch etwas, das ich hier ein bisschen mehr in diese Richtung vielleicht aufbauen möchte und werde hier auf dem Kanal. Aber dazu könnt ihr mir eben auch gerne sagen, ob ihr das Ganze gerne sehen möchtet. Ansonsten hast du hier jetzt noch die Möglichkeit, dir ein anderes Video anzusehen von letzter Woche, wo es um das Thema Flames of War bzw. Team Yankee gegangen ist, mit der Frage, ob diese beiden Spielsysteme möglicherweise etwas für dich sein könnten. Oder sonst hast du noch ein zweites Video, das hier eben zum Schluss auf dem Kanal erschienen ist, um hier up to date zu bleiben. Ansonsten, falls dich das Ganze interessiert, einfach den Kanal abonnieren und gerne weitersagen.